wir sind drauf. Sekunde. Moin, ihr Landratten, herzlich willkommen von AIDA Prima. Moin auch von mir. Lass uns mal umdrehen. Ja. Da laufen so viele Leute. Sehr schön, Ja? ja, haben wir Hamburg auch im Hintergrund. Genau, Perfekt. ey, was für ein Panorama. Ja, ihr lieben Menschen, ihr habt es ja schon mitbekommen. Ja, die ganzen letzten Wochen ging es ja viel darum. Endlich meine allererste Kreuzfahrt und der Mann, der da so ein bisschen dran schuld ist Fabian. Ja, durchaus. Ja. Du hast irgendwann im Winter gesagt, komm, lass uns doch einfach zusammen eine Kreuzfahrt machen. Genau, ich war ja zu Gast in deinen Streams Genau. und wir hatten immer mal ein bisschen Expertenwissen auch mit reingebracht und ja, dann ist das so aus der Idee heraus entstanden und nun stehen wir hier ein halbes Jahr später. Wahnsinn, oder? 2 Bielefelder auf dem Weg nach Norwegen. Ja, Wahnsinn. Was für komische Zufälle, also wirklich. Ja. Ja, ihr Lieben, so ich drehe mal die Kamera um, damit können wir auch ein bisschen das Panorama genießen. Ja, um mal kurz den Einstieg hier zu bekommen. Check-in war bei mir zwischen 13 und 14 Uhr. Ist okay, also sind natürlich eine Menge Leute, aber ich sag mal, so in einer halben Stunde ist man da eigentlich durch. Ne? In der Regel schon, genau. Also ist alles echt gut organisiert, ein bisschen Schlange stehen, aber das ist man als Deutscher ja gewohnt, das können wir ja extrem gut. Und ansonsten, ja, also du kommst an Bord, du findest auch schnell deine Kabine, du musst ja nur dein Deck und dann ist alles ausgeschildert. Dann habe ich erst einen Rundgang gemacht und ich kann euch sagen, also Fabian hat so eine geile Kabine für mich ausgesucht. Ich glaube, die wurde extra für Streamer gemacht. Ja, sozusagen. Habe ich mir viel Mühe beigegeben. Was ist denn das für eine Kabine? Das ist eine Veranda-Kabine Komfort mit extra viel Platz, ganz vorne am Bug auf den vorderen den vorderen Bereich des Schiffes mit Blick in Fahrtrichtung, aber auch nach Backbord raus. Das war dir ja wichtig. Wir hatten uns ja viel unterhalten, was dir wichtig ist bei den Kabinen und da habe ich natürlich genau darauf geachtet und dir eine schöne Kabine ausgewählt, wo du dich jetzt hoffentlich sehr wohl fühlst die nächsten 10 Tage. Einen schönen guten Abend, liebe Gäste und herzlich willkommen an Bord von AIDA Prima. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Kabinen gereinigt und bezugsfertig sind. Ich wiederhole, Ihre Kabinen sind ab sofort bezugsbereit. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Urlaub an Bord von AIDA Prima. Ach, jetzt erst? Ja, unsere beiden Kabinen waren ja schon verfügbar, haben wir Glück gehabt. Aber theoretisch wäre jetzt die Zeit, wo dann auch die letzte Kabine verfügbar ist. Ja. Klar, die müssen ja auch, die Gäste sind ja heute Morgen von Bord gegangen und dann müssen die das ganze Schiff putzen. Genau, oder? um die 2000 Kabinen müssen halt an einem Tag, das ist halt das Besondere an einer Kreuzfahrt, nicht wie in einem Hotel, wo jeden Tag irgendwo Gäste kommen und gehen, sondern hier ist heute Wechseltag und das heißt, fast alle Gäste gehen und kommen. Und das bedeutet eben sehr viel Arbeit für die Crew. Also ihr könnt mal auf Instagram gucken, ich habe da ein Foto und ein ganz kurzes Video von der Kabine gepostet. Leute, da kann ich wunderbar mein Stativ aufstellen. Da können wir nach vorne gucken, da zur Seite. Also ich freue mich schon, das muss mega sein, wenn wir dann so ein bisschen Norwegen in die Fjorde reinfahren. Also so toll hätte ich es mir nicht vorgestellt. Ich hoffe, dass das genauso ist, wie ich mir das erträume. Und da kann man dann halt auch schön sitzen und ein bisschen quatschen. Ja? Wir haben uns überlegt, wir werden natürlich auch so ein bisschen das Ganze moderieren. Fabian kann mal ein bisschen erzählen. Vielleicht kommen Florian und Vanessa mal vorbei, die stehen hier nämlich auch. Moin, ihr beiden. Moin. Und da kann man dann wunderbar sitzen und ein bisschen schnacken. Genau, richtig. Ja, aber jetzt ist natürlich erster Part Auslaufen in Hamburg. Und für dich mal von der anderen Seite aus. Das ist jetzt sehr aufregend, oder? Ich bin auch total begeistert. Also hier dieses Panorama. Ja, wir gucken halt hier rüber da zu Blom und Voss. Da hinten, wo die Marineschiffe liegen. Und wenn ich jetzt mal hier rüber schwenke, ich kenne das zwar so ein bisschen, aber nicht, aus dieser Richtung gucke ich nicht ständig. Ne? Also es ist für mich doch ein Stück weit neu. Ne? Da haben wir den Fernsehturm, den Michel haben wir da. Dann haben wir natürlich die Elbphilharmonie.
Steinwerder ist jetzt ja an sich ja auch nicht so der schönste Liegeplatz für die Kreuzfahrtschiffe. Ne? Das ist natürlich praktisch, weil die hier die Schiffe gut abfertigen können. Aber gerade Hafen City ist jetzt hier auch ganz neu eröffnet. Hast du es dir schon anschauen können? Ja, ich war sogar letzte Woche auf der Pier. Okay, cool. Weil ich habe so ein Charity-Projekt begleitet, der Hafen hilft. Und die holen zum Beispiel alte Möbel von Kreuzfahrtschiffen. Ah ja, super. Und da haben wir einen Livestream gemacht und dann haben wir direkt auf der Pier gefilmt. Perfekt, ja. Ist natürlich von der Lage spektakulär mit dem neuen absolut. Westfield Center. Ja. Und ist halt für die Gäste natürlich auch schöner, weil hier Steinwerder. Ja, das ist Florian und Vanessa haben das gestern erzählt. Wie seid ihr hierher gekommen? Mit der Fähre und dann den Rest laufen, oder? Ja. Ach so, ja. Guck mal hier, was macht denn eigentlich die Neuland hier? Die hat doch hier eigentlich auch nichts zu tun. Die ist auch komplett leer. Tja. Macht Dominik hier schon wieder eine private Hafenrundfahrt oder was treibt der da? Ja, das ist, genau, Steinwerder sind wir halt relativ schnell raus nachher. Ne? Also wenn man in Hafen City liegt, natürlich toll an der Elbphilharmonie vorbeizufahren, an den Landungsbrücken, Dockland, dann raus. Das ist von hier aus ein bisschen was anderes. Altona ist auch immer ganz schön. Aber gut, so ist das. Dafür können die großen Schiffe hier sehr gut abgefertigt werden. Ich bin mal gespannt. Gleich auf Typhon. Selbst das wurde ja schon angekündigt. Liebe Gäste, natürlich erwartet Sie ein standesgemäßes Auslaufen mit 3 langen Tönen und der AIDA-Auslaufmusik. Genau, ja. Wenn ich am Ufer irgendwo stehe, dann hört man die manchmal nur so von ganz weit weg. Ne? Weißt so ein bisschen. Du, wie viele Lieder es sind, die Auslaufmelodie bei AIDA? Also ich glaube, die haben 3, oder? Ja, korrekt, ja. Gut vorbereitet. Ja, ich hatte nämlich letztens selber mal danach gesucht. Ach so, ja. Ich bin aber ganz gespannt, was YouTube dazu sagt. Wir werden es ja hier im Stream haben. Ja. Ob ich dann weiß ich vielleicht mal, ob man die auch mal im Stream einspielen kann oder ob die eine Urheberrechtsverletzung bekommen. Ja? Ja, wir stehen natürlich hier unter dem blauen A von dem AIDA-Logo. Ich kann das nochmal, ich drehe mich, ups, müssen wir einmal hier. Ja, und sind auch ganz gespannt, wer gleich alles am Winken ist. Tanja wollte auf jeden Fall am Cruise Gate in Altona stehen. Oh, ich glaube, Willi ist da hinten. Leute, da ist Willi. Da. Ich höre die Musik bis hierhin. Ja, so ein paar typische Hamburg-Sachen, die kennst du ja gar nicht, Fabian. Ne? Nee, tatsächlich. Der Willi, Willi, der da hinten in dieser kleinen Nussschale fährt, ach so, ja. Der wohnt irgendwie in Finkenwerder. Okay. Und der schippert bei gutem Wetter den ganzen Tag durch den Hafen und hat so eine riesige Boombox auf seinem Boot, okay. wo immer 80er-Jahre-Musik läuft. Und das ist so laut, dass du den wirklich immer schon von Weitem hörst. Und ja, der hat sich irgendwie so ein bisschen zu so einer kleinen Kultfigur entwickelt. Okay, ja, cool. Bei dem Wetter natürlich auch ein Traum, hier durch den Hafen zu schippern. Absolut, absolut. Ja, Mensch, das ist ja mega, dass ihr auch alle schon dabei seid. Oh, 2900 Zuschauer haben wir jetzt. Wow, das um die Uhrzeit. Wahnsinn, und das um die Uhrzeit. Ja. Ein Livestream, gell? Bitte? Da ist ein Livestream, genau. Ja, mein Sohn hat gesagt, mir ein Bild geschickt, extra von Ihnen. Den Mann müssen wir suchen. Ja, dann kann Ihr Sohn ja jetzt zuschauen. Ja, macht er ja. Super. Super. Schaut uns zu, weil letztes Jahr wollten wir es auch und da war keiner, da waren Sie nämlich nicht da. Ja, ich kann natürlich nicht immer da sein, aber ja, dann auf jeden Fall eine gute Reise. Uns allen. Dankeschön. Viel Spaß, gute Reise. Danke. Ja, ich sehe, hier kommt auch schon wieder einiges an Kanalunterstützung rein. Ich denke, also jetzt kann ich da auf jeden Fall noch mal drüber schauen. Nachher wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn es mal erstmal losgeht. Peter lässt 5 Euro da. Jamal ist 2 Monate auf der Speicherstadt. Mike ist natürlich wieder dabei mit 2,49. Yvonne von Telos 8 Monate bei uns auf dem Kanal. Und sie schreibt, gute Reise, das wird mega. Anja Garlik mit Grüßen aus Wasserburg, 20 Monate. Stefan, 5 Euro Superchat. Wir sind heute früh von der Prima runter, schreibt er. Ah, okay. Martin und Jutta, 21 Monate dabei, mit Grüßen aus Heidelberg. Hat schon Reaktion gezeigt. Hat er schon? Ja, sehr gut. Gesehen hat er mich nicht, aber gehört. Ja, sehr gut. Seren ist auch seit 3 Monaten dabei. Stefan, 13 Monate. Manuela, 21 Monate. Und der Demion Arzt ist auch seit 15 Monaten dabei.
Dann der Hessenblitz verschenkt gleich mal 10 Mitgliedschaften. Mensch, danke, 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 ihr Lieben. Also langsam werde ich aufgeregt, Fabian. Ja, glaube ich. Sag mal, führst du darüber Buch? Weißt du, wie viele Kreuzfahrten, wie viele Tage, wie viele Seemeilen du zurückgelegt hast? Kreuzfahrten sind es jetzt um die 150 und Tage auf See müssten es um die 1300 jetzt sein. Ich habe die Statistik, ich mache das regelmäßig mal wieder aktuell, aber ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal aktualisiert habe. Aber das ist ungefähr so die grobe Richtung. Wahnsinn. Ja. Insofern ist jetzt die Aufregung natürlich nicht ganz so groß wie bei dir. Nee, das ist verständlich, aber ich erinnere mich sehr gut an mein erstes Ablegen, meine erste Kreuzfahrt damals und da war ich auch sehr aufgeregt. Also insofern genießt den Moment, denn das ist tatsächlich etwas sehr Besonderes. Das wird auf der zweiten Kreuzfahrt dann eben nicht mehr ganz so gehen. Wahrscheinlich. Ja. Und dann noch in Hamburg. Aber das haben wir ja gesagt. Wenn wir auf Kreuzfahrt gehen, dann ab Hamburg. Muss Hamburg sein. Das war Muss Gesetz. Hamburg sein. Du hast mir ja gesagt, mach mal Vorschläge, such mal was raus, aber ab Hamburg, logischerweise. Ja. Und eigentlich war auch relativ schnell klar, dass wir AIDA machen, Genau. weil wir einfach so wahnsinnig viele Zuschauer haben, Ja, ja. die auch gerne bei AIDA mitfahren. Ja, und AIDA ist ja auch so oft hier. Also eben jetzt hier mit der Prima, mit der Perla, dann mit den kleineren Schiffen ja auch ab und zu noch. Täglich grüßt das AIDA-Tier. Ja, fast. Ja. 16:52 Uhr, ja. Wir können jetzt natürlich leider nicht nach vorne gucken. Wir haben uns hier an der Seite unter dem AIDA-Logo positioniert, weil hier die Fenster nicht so hoch sind. Je weiter man nach vorne geht auf dem Schiff, umso höher werden die Fenster. Und da muss man halt immer durch eine Scheibe filmen. Und deshalb haben wir gesagt, bleiben wir hier. Genau. Es gibt auch keine wirklich gute Position, wo man nach vorne und nach Steuerbord rausfilmen kann. Es sei denn, man hat eine passende Kabine. Ja, genau. Oder halt die Scheibe davor. Ja. Das ist für normale Gäste zum Gucken natürlich in Ordnung und ausreichend, aber für uns jetzt zum Filmen und Streamen nicht ganz so ideal. Ich kann ja mal zurückgehen. Also ihr seht, hier ist die Scheibe. Das hat ja eben den Windschutzgrund. Also hier hinten ist es jetzt nicht mehr so stark, aber vorne, Ja. wenn der Wind richtig von vorne drauf bläst, dann würde das halt so windig sein. Und wenn die Scheiben höher sind, dann ist es für die Gäste angenehmer. Wir haben hier eine super Ecke gefunden. Also hier auch von der Seite gleich ein bisschen geschützt. Und so viel dazu. So schnell kann die Ecke auch wieder weg So sein. schnell kann die weg sein, die Ecke. Ja. Gut, so, wir warten. Ja, Wissen die Zuschauer überwiegend schon, wer ich bin, oder soll ich noch mal kurz was zu mir Fabian, sagen? erzähl doch gerne noch mal, wer Ja? du bist. Also vielleicht... Du kannst auch deine Sonnenbrille Ja, auflassen. alles gut. Viele wissen es ja vielleicht auch, aber für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Fabian vom Kreuzfahrtstudio und ich habe vor fast 15 Jahren angefangen, die Kreuzfahrten professionell anzugehen. Und ja, ich war noch jung zu dem Zeitpunkt, aber habe es eben früh angefangen, aus dem Hobby heraus mit den Kreuzfahrten und die Leidenschaft dafür gewonnen. Und irgendwann dann auch selbst mal gesagt, okay, warum die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, nicht auch mal weitergegeben. Und habe angefangen, Berichte zu schreiben für Social Media, aber eben auch YouTube-Videos zu machen. Und das jetzt die letzten Jahre dann auch wirklich professionell und hauptberuflich. Und habe da entsprechend auf meinem Kanal die verschiedensten Schiffe und Destinationen vorgestellt. Kreuzfahrtstudio heißt der Account, könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt. Denn da bekommt ihr noch mal ganz viel expliziten Kreuzfahrt-Content. Bei Paddy ist es ja sehr hafenbezogen. Da sind ja auch mal Containerschiffe oder so dabei. Die findet ihr bei mir jetzt nicht. Da sind es ausschließlich die Kreuzfahrtschiffe. Ja, und vor einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, diese ganze Erfahrung, Expertise, die ich gesammelt habe, warum denn nicht noch expliziter an unsere Kunden oder an meine Zuschauer weitergeben in Form von Kunden? Also habe ich ein Reisebüro, eine Agentur für Kreuzfahrten gegründet, Kreuzfahrtstudio, eben da auch der Name. Und ja, wir sind jetzt eben eines der Kreuzfahrt-Reisebüros in diesem Lande, die große Expertise haben für die Reisen auf See, für die Urlaube auf See. Also wenn ihr da Interesse habt, meldet euch immer gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio. Wir sind überregional erreichbar. Aber das nur mal so ein bisschen zur Einordnung. Ich denke, wir werden auch in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich habe mir Genau. ja vorgenommen, den Fabian mal ein bisschen zu seinem Werdegang zu interviewen. Vielleicht können wir gegenseitig uns so ein bisschen Gerne. Ja. interviewen und dann können wir da mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, gerne. Weil wir brauchen auch ein paar Gesprächsthemen Ja, auf der absolut. Fahrt. Aber ich glaube, es war ganz zu Beginn für diejenigen, die mich eben noch nicht kennen, vielleicht auch ganz interessant einmal. Hier ist die Frage, ob du selber auch Videos auf der Reise machst. Ja, genau. Also auf meinem YouTube-Kanal Kreuzfahrtstudio wird es auch Videos geben. Nicht als Livestream, das macht Paddy. Ich mache eben immer die Videos in der Regel so, dass ich sie filme und zusammenschneide und dann anschließend hochlade. Ja. Du bist übrigens nicht alleine.
wer ist denn eigentlich bei dir? Malte ist auch dabei. Wer ist Malte? Was treibt der? Malte ist auch im Kreuzfahrtstudio bei uns mit dabei und ja, wir sind ja immer, ich finde es immer wichtig, dass wir halt von der Crew auch alle mit auf die Schiffe kommen. Also ich bin ja der Geschäftsführer von der Reiseagentur, aber es bringt ja nichts, wenn immer nur ich auf den Schiffen bin. Auch mein Team soll ja mit unterwegs sein und entsprechend ist Malte auch mit dabei. Genau. Und letztens war Charlene mit dabei, Janis war auch schon viel unterwegs auf Schiffen dieses Jahr. Ja, und sehr cool. Das ist eben auch wichtig an der Stelle. Ja. So, gleich geht's los. In ein paar Minuten geht das hier richtig los. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Man sieht ja auch schon hinten die Azipods drücken und schon an die Pier. Vorne auch Bugstrahlruder, das heißt die Leinen werden werden losgemacht. Und wir sind damit fast klar zum Ablegen. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn das schon mal der Fall ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht im Video, aber ja, ein bisschen man kann es da schon. unten, glaube ich, sehen. Ja. Ja? Oh Mann, ihr eskaliert hier im Chat schon wieder. Also das ist wirklich, ich komme gar nicht hinterher. Leute, also ganz, ganz dickes Dankeschön. Also was hier wieder an Unterstützung, Spenden, Bits und so weiter reinkommt, ich kann es gar nicht alles vorlesen. Ihr wisst, das ist nicht böse gemeint, aber jetzt wollen wir darauf warten, dass wir ablegen und trotzdem auf jeden Fall ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch, ihr Lieben. Das ist echt toll. Ja, Marita, um 17 Uhr soll es rausgehen. Oh Mann, hier auf Twitch eskalieren sie auch völlig gerade. Twitch ist gerade total am Durchdrehen. Wahnsinn. Worauf freust du dich eigentlich am meisten? Also am meisten, wahrscheinlich jetzt, oder? Nee, am meisten freue ich mich schon auf Norwegen und die Fahrt durch die Fjorde. Ja. Weil das kenne ich nicht. Also ich bin ja schon Schiff gefahren, ich bin ja schon mehrmals Containerschiff gefahren, auch in Hamburg rein und raus. Natürlich noch nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, aber Norwegen ist halt wirklich neu für mich. Ja, und da haben wir auf dieser Route das große Glück und deshalb habe ich diese Route rausgewählt, weil wir 3 Fjorde haben auf der Route. Es gibt Routen, auch mit AIDA, da geht es halt immer darauf zu achten, weil viele das nicht wissen, dass es eben Häfen gibt, die liegen sehr küstennah. Und da fehlt dann die landschaftliche Passage. Es war jetzt ein Kollege von uns war im April unterwegs mit der AIDA Perla, auch ab Hamburg hier, und der hatte eben eine Route, wo keine Fjorde dabei waren, oder nicht so richtig. Nur einer Nordfjord-Eid, das ist jetzt nicht der allerschönste von denen. Und wir haben hier das Glück, dass wir jetzt eine Reise haben, wo wir direkt den ersten Hafen Flom haben, 200 Kilometer im Landesinneren. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Geiranger als schönster norwegischer Fjord, UNESCO-Weltnaturerbe. Ja, den kennt man ja auch. Das ist, glaube ich, so. Ja, und Nordfjord-Eid daneben noch. Ja. Und noch ein paar Städte sind mit dabei. Bergen darf natürlich nicht fehlen. Ich glaube, Stavanger ist auch dabei. Haugesund, Ålesund, sehr schön. Also das wird gut. Ich glaube auch. Ja, mein Gimbal hat gerade ein bisschen gesponnen. Oh. Nee, manchmal geht der irgendwie erkennt der irgendwas und will es dann tracken. Ach so. Manchmal haben die Dinger zu viel Eigenleben. Ja. Schauen denn bei euch jetzt im Kreuzfahrtstudio wenigstens auch Leute zu? Also eventuell schon. Also wir haben ja auf unserem Kanal jetzt keinen Stream, aber es sind bestimmt ein paar von unseren Kunden auch hier mit dabei. Also wenn ihr Kunde seid, dann meldet euch doch gerne mal im Chat. Ich dachte eigentlich deine Du meinst die Mitarbeiter. Ach so. Oder müssen die jetzt schuften? Ja, genau. Ist ja immer wichtig. Wir sind ja täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar für unsere Kunden und das ist natürlich wichtig, dass das auch abgebildet wird. Ja. Aber die wissen Bescheid und falls jemand zuschaut von der Crew, dann ganz, ganz herzliche Grüße. So, jeden Moment könnte es losgehen. Die Bugstrahler sind auch fest am Drücken da unten schon. Was haben wir ein Glück mit dem Wetter, dass wir heute so gut streamen können. Wenn das jetzt hier Dauerregen und Sturm gewesen wäre, ja, das wäre ein bisschen was anderes. Hätten wir aber auch gestreamt. Ja, aber dann hätten wir hier nicht so locker gestanden. Das stimmt. Da fährt die Barkasse gerade durch den Strudel Das ist immer zu sehen, vom Bugstrahler. Ne? Wenn sie so seitlich versetzt wird, dann ja. Hast du eigentlich einen Bootsführerschein? Ja. Ja, cool, ich auch.
Bin mal gespannt, wie laut wir das Typhon hier hören. Ja, Das ist ja ist vorne. ein bisschen nach vorne. Ne? Das Genau. ist hier, glaube ich, ist aber nicht ganz vorne. Ne? Es ist hier so ein bisschen mittig ja, angebracht, das ist glaube ich. unterschiedlich bei den. Ich glaube, eventuell ist es auf der Prima Perla ganz vorne. Also Florian meint, das wäre hier Kann sein, dass bei der Prima, also bei der. hinter dem, also so ein bisschen hier hinter diesem Aufbau, wo auch das sein, Logo ja. dran ist. Ja, aber das wir variiert werden's- bei den AIDA-Schiffen. Also bei der Nova und Cosma ist auf jeden Fall ganz vorne. Und bei den Swing-Schiffen, wie sie so heißen, also von der AIDA Diva bis AIDA Stella, ist es auch ganz vorne. Aber kann sein, dass es hier auf der Prima Perla mittig ist. Dann hören wir auf jeden Fall mehr davon. Ich muss mich gerade an unseren ersten gemeinsamen Stream erinnern, wie dunkel das da war, als AIDA Nova Der rausging. Winter war aber auch wirklich, Das ist im Sommer Der halt war immer noch echt mal hart, ganz ne? was anderes. ja. Nein, alles gut. Ja, danke hier für eure ganzen Subs und per PayPal kommt viel rein. Mitgliedschaften wurden nochmal verschenkt. Ich kann sie leider nicht alle vorlesen. Danke, ihr Lieben. Das links, das andere links, das andere links. Noch ein. Genau, dann. Willst du dann her, oder? Ich wusste nicht, dass er das So, 17:03 Uhr. Leute, was ist los mit euch? Müsst ihr alle nicht arbeiten? 3.800 Zuschauer auf einem, um 17 Uhr auf einem Wochentag. Tja, Prioritäten, ne? Prioritäten. AIDA fahren. Zumindest virtuell jetzt für die Zuschauer. Was kommt denn da eigentlich für ein interessanter Dampfer? Scheint ein Bagger oder so drauf zu sein. Ja, das könnte sein. Und du postest auch auf Insta während der Reise ein bisschen was? Instagram, oder? Ja, ja, also Instagram ein bisschen. Ja. Das meiste machen wir auf YouTube und Twitch, aber Ja. hin und wieder mal ein Bildchen. Martin möchte wissen, wie das bei der Sicherheitseinweisung war. Ja, das haben sie hier eigentlich ganz smart gelöst. Du gehst auf deine Kabine und kannst dir dann, also es geht quasi alles online. Du kannst das entweder über die App oder über den Bildschirm in deiner Kabine, kannst du dir ein Video angucken. Dann bekommst du quasi so deine Basic-Sicherheitseinweisung. Und was natürlich immer wichtig ist, ist die sogenannte Musterstation. Das heißt, im Notfall, wenn der Generalalarm ertönt, dann sollte man wissen, wo man hingeht Ja. und wie man seine Schuhe Wir fahren. Auf geht's! Kommt hier Auslaufmusik von der Barkasse? Nee, das ist hier der Lautsprecher hier. Das erste von 3 Liedern. Ich dachte, weil das so blechern klingt. Das sind in der Regel immer Lautsprecher, die sind eher für Durchsagen als für Musik gedacht.
Musik spielt immer ganz schön lange so dann, weil es 3 Lieder sind. Das dauert ein paar Minuten. Ja, das gibt mit Sicherheit auch einen Urheberrechtsclaim, aber ich sag mal, wer live dabei ist, der kann es genießen. Genau. Wer das nachträglich guckt, da fehlt dann halt was. Ja. Ach, das ist schon cool, wenn man sich so langsam hier in Bewegung setzt, ne? Und dann Das ist halt die Baustellen an einem vorbeiziehen. Ja, das ist halt das Besondere an den Kreuzfahrten. Es geht alles so langsam vonstatten, aber trotzdem ist es möglich, in dieser kurzen Zeit so viel zu sehen, weil einfach in der Ruhe liegt die Kraft, sage ich immer. Wir fahren einfach morgen mit ungefähr 15 Knoten, wahrscheinlich um die 30 km/h, ganz gemächlich nach Norwegen, haben den ganzen Tag Zeit, einen Seetag, und übermorgen wachen wir auf in der Fjordlandschaft. Das ist halt das Besondere. Koffer einmal ausgepackt. Hast du deinen Koffer schon ausgepackt? Ja. Ja, siehst du, und das ist jetzt für 11 Tage erledigt, das Thema. Und sie ist bis jeden Tag woanders. Und ja, also ich werde heute natürlich, ich denke mal, heute werde ich schon relativ viel und lange streamen. Vielleicht ziehe ich auch nachher nochmal um meine Kabine, weil morgen ist Seetag und ich glaube, dass Starlink hier an Bord. Also es geht für ein bisschen E-Mails. Ich glaube nicht, dass das für einen Stream hält. Es kann klappen, muss Kann man mal ausprobieren, aber ich würde da jetzt nicht viel Hoffnung reinlegen. Für mich ist AIDA Prima auch besonders, weil ich war damals 2016, als das Schiff ganz neu war. Hier, Steinwerder, war das Terminal ja auch neu. Und hatte dann die Möglichkeit, ganz zu Beginn vor den ersten Gästen für ein paar Stunden an Bord zu kommen, um erste Eindrücke aufzunehmen. Und da musste ich heute auch dran denken. 9 Jahre ist es her. Schon besonders. Ist auch Wahnsinn, ne? Was hier so entsteht. Ja. Hier sind sie ja so am Bauen, ich weiß gar nicht genau, was hier hinkommt. Früher konnte man auf das Gelände zum Beispiel noch drauf, ne? Da konnte man bis vorne hin. Stimmt, da habe ich Fotos gemacht 2016 noch Ja, hier an der Stelle. da konnte man super langlaufen. Ja. Mittlerweile ist das alles schon da hinten an der Zufahrt. Also du kommst zwar immer noch drauf, aber es sind sehr viele Zäune hier. Ja. So ein bisschen schade, weil hier das Gelände und dann vorne die Spitze natürlich auch sehr, sehr schön wäre Ja. für Filmaufnahmen Absolut. oder für Livestreams. Momentan werden ja nur Erdhaufen angehäuft hier. Ja. Aber die sind alle schön gleich groß. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also soll wohl so sein. An sich ja erstaunlich, finde ich, dass ja so eine große Fläche so ungenutzt ist gerade im Hafen. Aber es scheint jetzt ja auch verändert zu werden. Wäre mal interessant, was da hinkommt. Aber die sind zumindest am Arbeiten, also da fährt ja auch ein Bagger. Ja. Gibt ja auch immer so diese Baustellen, wo man anfängt und dann Ja, genau. sind die irgendwie für ein halbes Jahr eingefroren. Soll es geben hin und wieder. Weißt du zufällig, wie die anderen Lieder heißen, die Auslauflieder? Puh, die Namen ist gar nicht so einfach auswendig. Nee. Aber die hat, glaube ich, die anderen beiden hat, glaube ich, jemand extra für AIDA komponiert. Also dieses hier, was wir jetzt gerade hören, das ist, glaube ich, für AIDA Prima damals gemacht worden, als sie neu war. Okay. Weil früher waren es immer 2 Lieder und mit der AIDA Prima wurden es dann 3 Lieder. Und das ist das Lied jetzt. Und dann kommt wieder eins, das ist dann ein typischeres Lied. Das ist aber sehr ordentlich da am Hafen. Ne? Der macht das da schön Ja. und gerade. Ist auch alles in Ordnung da. Naja, da kommen ja auch die Titel der Lieder in den Kommentaren. Sehe ich. Ja, ja. Sehr gut. Schwarmwissen ist immer gut. Martin Lingnau, genau, das hatte ich gelesen. Der hat, glaube ich, 2 oder 3 Lieder für AIDA komponiert. Ja, und lustigerweise habe ich auch schon ein paar Zuschauer getroffen, die auch ab und zu Hamburg Hafen Live
angucken. Also es ist so surreal. Ja. Ich warte vorm Fahrstuhl, kommt eine Frau raus aus dem Fahrstuhl, guckt mich an Das wird hier noch öfter passieren jetzt auf der Ja. Reise, da bin ich mir sicher. und hallo. Und da vorne seid ihr sonst landseitig ja öfter, ne? Da ist Genau. euer Standort. Weiß man, ob die ausgebucht ist, die Prima? Weiß ich gerade, stand jetzt noch nicht, aber das finden wir noch raus. Die Frage war gerade im Chat. Also sie Ach so, ist, ja. es ist auf jeden Fall, Sie wird sehr, sehr gut gebucht sein. es jetzt ist gerade zu gut der Saison. gebucht. Kann sein, dass Aber ob jetzt noch 3 Kabinen verfügbar sind oder keine oder 20, das weiß ich jetzt auch gar nicht. gestern hatte, glaube ich, ich hatte gestern noch so einen Teststream gemacht, da hatte, glaube ich, jemand geschrieben, es wäre noch eine Kabine frei, könnte man jetzt noch buchen. Ist das dieser MS Koi da hinten, dieses Eventschiff? Genau, das ist die Koi. Das war vor ein paar Tagen noch auf Sylt. Ich war jetzt nämlich über Pfingsten auf Sylt und da konnte man da eine Partyfahrt buchen. Die ist hier häufiger in Hamburg dann auf jeden Fall auch, ne? Die fährt hier ganz, ganz oft. Ich glaube, die ist hier auch stationiert. Ah ja, okay. Aber ich habe gesehen, die fährt hier sogar bis Stralsund und Usedom und so weiter. Das fand ich ganz interessant. Und sind auch doch immer relativ viele Barkassen hier, die dann eine Runde beim Auslaufen zugucken. Aber es ist auch imposant. Ja, also wenn du auf einer Barkasse bist, auf Wasserlevel und dann so ein Schiff wie die Prima an dir vorbeifahren siehst, das ist so beeindruckend. Um die 60 Meter hoch, 300 Meter lang, das sind ja einmal, also ganz besondere Dimensionen einfach. Das war jetzt das zweite Lied, oder? Genau, und jetzt Kommt noch ein drittes. Oder? Moment, ich hatte jetzt nicht. Doch, kommt noch ein drittes, glaube ich. Ja. Ja, ja, genau. Bei mir schreibt auch Kreuzfahrtreporter Manuel auf Instagram hier, meine Freundin und ich stehen am Fähranleger Dockland, bin nicht zu übersehen mit Flaggen und eventuell Warnweste. Das sind die AIDA Ultras. Ah ja, okay. Du wirst sie gleich kennenlernen. Ich bin gespannt. Fabian, das war auch neu für dich. Die AIDA Ultras. Ich schreibe mal viele Grüße, wir freuen uns. Also da musst du eigentlich deine Kamera bereithalten. Das ist schon Okay. speziell. Oh, ist aber schön mit der Musik. Ja, ja, das ist halt, bringt halt Emotionalität heran. Es gibt auch Kreuzfahrtschiffe, da passiert gar nichts beim Ablegen. Ja. Keine Musik, noch nicht mal eine Durchsage vom Kapitän. Es ist einfach
wird einfach losgefahren. Manche Schiffe fahren dann auch einfach mal 20 Minuten vorher, wenn alle da sind. Finde ich immer schade, weil es ist doch etwas Besonderes, den Hafen zu verlassen, gerade beim ersten Ablegen. Und das können die deutschen Schiffe schon gut. Ja, und ich meine, es ist doch nach wie vor für viele Gäste auch was Besonderes. Ja, absolut, genau. Also ich meine, so eine Kreuzfahrt, klar, gibt sicherlich einige, die das schon oft gemacht haben, aber es ist trotzdem irgendwie... Und selbst dann ist es ja immer noch etwas Besonderes. Also auch für mich ist es ja ein super besonderer Moment gerade. Und das wird halt durch die Musik nochmal verstärkt, finde ich. Ja, mit dem Segelboot. Der segelt hier auch ganz entspannt zwischen uns Ja. durch. Guck mal, dem haben wir gerade den Wind weggenommen. Solan Ship is here. Captain, welcome on board. Das ist ein englischer Livestream-Kanal aus Southampton. Ah, cool. Guck mal, jetzt sieht man auch den Bunker von hier sehr gut. Oh ja, oh ja. Jetzt ziehen wir rum, damit wir auch die Kurve bekommen. Vorher liegt da gerade an, da hinten schon mal. Guck mal, wir hatten ja erst überlegt, ob wir weiter runtergehen. Wo ist das? Deck 6, oder? Oder 5? Das ist Deck 8, Oder acht. Deck 6, da wo ich erst Ja. überlegt habe, aber ich glaube, wir haben hier fast den besseren Ausblick jetzt, Weil, oder? guck mal, jetzt kann man halt auch das alles hier mal so ein bisschen von oben sehen. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Ja. Gerade hier bei Blom und Voss. Normalerweise sehe ich das immer von Barkassenlevel So, ja, aus. genau. Und jetzt natürlich viel höher. Diese Lichtstimmung ist aber auch gerade einfach perfekt. Es ist der Hammer. Ich könnte heulen. Da wird so ein alter Ostwestfalen Ja. noch mal ein bisschen sentimental. Das heißt schon was, ne? Das heißt was, ja. Vielen, vielen lieben Dank, ihr lieben Zuschauer, dass ihr das mit uns hier gemeinsam erlebt. Also ich bin echt gerührt. 4.500 Leute gucken zu. Mehr als Passagiere auf die Prima passen. Ja, Wahnsinn. Also wir hätten, du, vielleicht nächste Challenge, dass wir so ein Schiff mal alleine voll machen. Das wäre doch mal was, ja. Jetzt drehen wir rum, die Sonne kommt. Und gleich sind wir am Cruise Gate in Altona. Da steht meine Frau. So schade, dass sie nicht dabei sein kann. So schade. Ach, guck mal hier, die Osterriff. Da wurde noch auf der Lürsenwerft gebaut. Ein Saugbagger. Stand lange, lange hier, lag hier brach. Und jetzt bauen sie die wohl endlich mal fertig. Oh, guck mal, was das für ein geiles Bild ist von hier. Ist wirklich perfekt gerade. Mehr geht nicht. Absolut. Das war's mit Musik. Ich höre Genau. schon Pfeifen. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und eine Elas-Barkasse fährt da auch. Das ist Brigitte. Ich weiß nicht, ob die auf der Elas-Barkasse ist. Also ich weiß, dass Tanja auf dem Dach vom Cruise Gate stehen wollte.
nah ich hier rankomme. Hat da jemand eine Flagge? Ich weiß es nicht. Das könnte sein. So, und irgendwo da müsste Tanja stehen. Ah, Brigitte ist auf der Barkasse, okay. Oder sind die jetzt alle auf der Barkasse? Jetzt sehe ich auch die Flagge da von... Ja, von das ist, ah ja, okay. ist von Brigitte. Ah, und da am Anleger, das sind die AIDA Ultras. Die Warnweste und die Flagge. Ja, Genau. jetzt sehe ich's. Aber ich muss erstmal, ich habe so Schwierigkeiten, Tanja zu identifizieren. Vielleicht da wedelt Da, jemand das so. ist sie, glaube ich. Ja. Irgend mit einem Tuch oder was das ist, ne? Da sind sie. Da ist Tanja. In der Mitte. Ja. Genau in der Mitte. Da ist sie. Ja, das ist. Ja. Crazy, oder? Hier ist was los. Crazy. Einer schreit, eine pfeift. Hoffentlich hat er noch Stimme heute Abend. Du, manchmal, wenn du hier so ein, wenn du eine AIDA hast, wo irgendwie richtig Party drauf ist, Ja. dann schreit das ganze Schiff zurück. Wahnsinn, ja, das glaube ich. Und da unten. Hinten sogar mit dem AIDA-Kussmund. Ja, ja, Ist ja Wahnsinn. ist crazy, oder? Ja, hier ist was los. Ist das crazy? Claudia fährt die Barkasse. Kennen wir auch ganz gut von Elas. Ah, ja, okay. Mit denen sind wir schon oft gefahren. Ja. Denen machen wir auch oft Begleitfahrten und sowas. Ne? Ist echt richtig, richtig cool mit denen. Ja, aber jetzt heißt es erstmal für 10 Tage tschüss, meine liebe Frau. Tschüss. Schade. Schade, dass sie nicht mit kann. Aber ich habe das gestern schon erzählt. Ist einfach mit unserem alten Hund. Ist es im Moment schwierig und man mag einfach, wenn man so ein Tier Klar, quasi ja. wie ein Familienmitglied hat, Na klar. mag man es nicht mehr alleine lassen. Ne? Ja, glaube ich. Jetzt kommen wir an einer neuen Schlepperbrücke vorbei. So, und dann, wie gesagt, irgendwann könnte es sein, dass wir die MSC Germany sehen. Da müssen wir. Schauen wir mal gerade. Schau doch mal auf dem. Du hast ja auch so ein Vessel Ja, genau, drauf, hier. ne? Oder Marine Traffic, wo die sich rumtreibt. Boah, es ist aber auch ein toller Blick von hier, oder? Es ist einfach traumhaft. Und das Also- mag ich an Hamburg auch so gerne, dass die Ausfahrt sich ja hier über Stunden zieht. Wir sind ja heute erst gegen kurz vor Mitternacht irgendwann bei Cuxhaven. Ja. Und bis dahin ist es einfach die ganze Zeit schön. Selbst wenn wir jetzt gleich aus Hamburg raus sind. Aber es gibt ja immer noch irgendwas zu sehen. Wir sind auf der Elbe unterwegs. Und das ist in anderen Häfen, zum Beispiel Warnemünde, ist auch eine super schöne Ausfahrt am Strand vorbei.
Aber sobald du raus bist, bist du raus und das war's. Ja, Warnemünde geht relativ flott. Genau, ja. Kiel ist ja auch noch schön mit den Kieler Förden. Aber Bremerhaven zum Beispiel ist dann im Vergleich sehr unspektakulär. Also die MSC Germany ist an Glückstadt schon vorbei. Okay, aber dann dauert das noch einen kleinen Und Moment. bei Stadersand ungefähr. Da sind Fairplay 95 und 96. Das ist Brigitte. Wie cool. Sie gibt aber auch alles, ne? Ja. Sie gibt wirklich alles. Definitiv. Ist Frank dein Bruder? Nee, mein Vater. Dein Vater. Viele Grüße Ja, danke. von Grüße Frank zurück. Betzendahl. Ja. Da haben wir die Stettin. Ach, ist das schön von dieser Perspektive aus. Keine Wolke am Himmel. Das ist echt Nee. der Wahnsinn. Ja, ich glaube, die fahren jetzt auch bis Cuxhaven neben uns her. Aber da kommt der Lotse. Tja, der erste Lotsenwechsel. Da kommen ja noch ein paar dann. Ne? Genau. Hafenlotse geht von Bord. Kann man vom Pfeifen heiser werden? Gute Frage. Aber taub vielleicht. Du, wenn du daneben stehst, Ja, das ist, deswegen. das ist ganz schön laut. Auch mal schön, das von oben zu sehen jetzt hier mit dem Lotsen. Warum pumpt denn der Fokus jetzt so komisch? Irgendwie hat der Probleme von oben aufs Wasser. Hast du denn so ein Gefühl dafür, wie viel deiner Zuschauer
auch Kreuzfahrer sind, aus den Kommentaren, Nee. was du immer so Also es sind mitliest? schon viele und es ist natürlich auch davon abhängig, was wir gerade zeigen. Ne? Ja, ja. Aber es sind schon, glaube ich, viele Kreuzfahrtfans. Cool, sehr schön. Es ist ja für einige bekannt und nachvollziehbar, was wir hier machen und die können das Gefühl jetzt sehr gut mitfühlen. Aber es gibt sicherlich auch einige, die halt noch nicht auf dem Kreuzfahrtschiff waren und jetzt mal so einen Eindruck davon bekommen, wie es sich so ungefähr anfühlen könnte. Ich bin gespannt auf mein Fazit. Ich habe ja mal gesagt, ich war so ein bisschen skeptisch am Anfang mit Kreuzfahrten, Ja. aber also ich hab jetzt Bock drauf und bin mal gespannt, wie am Ende dann so das Fazit. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich mache ja in der Regel Ausfällt. auch immer für meinen Kanal nach jeder Reise ein Fazitvideo. Vielleicht machen wir das mal zusammen auf dieser Reise. So aus deiner Erstfahrersicht, Ja. mit deiner Erstfahrerbrille sozusagen. Was hat dir gefallen, was hat dich überrascht? Das können wir auch gerne mal machen. Halt nicht live, sondern aufgezeichnet, aber ist vielleicht für Ja. den einen oder anderen auch interessant. Können wir bei dem Seetag auf der Rückfahrt Ja, machen, genau. Das bietet sich. Das wenn ist wir dann meistens auch. keinen Empfang haben. Ja, genau. Ja, hier haben wir den Elbstrand mit Strandperle. Also ihr seht, bei dem Wetter ist hier auch dann einiges los am Strand. Ja, ich würde sagen, Barkassen Ehlers setzt sich gut in Szene in diesem Ja, Livestream. Ja, wir können ja auch, wenn du Lust hast, es fängt jetzt, es fängt ja jetzt an, sich hier auch so ein bisschen zu verlaufen an Deck, ne? Genau, Also ja. wir sind ja jetzt weitestgehend aus Hamburg raus, gleich noch die Containerhäfen. Aber wir können ja dann mal hier so an Deck mal so Ja, eine kleine Runde gerne, drehen. gerne, Ne? absolut. Vielleicht warten wir noch einen Moment, Ja, bis so die meisten ja, ja. Leute weg sind, dass wir nicht mehr ganz so viele Menschen haben. Das machen wir. Aber ich glaube, dann könnte man das mal ganz gut machen. Langsam wird es hier auch warm bei den Gerätschaften. Das glaube ich, ja. Die Sonne setzt auf. Ne? Ja, wir stehen hier voll in der Sonne. Vielleicht gehen wir gleich mal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach hinten, um in den Schatten zu kommen, ne? Richtig, also ganz hinten ist jetzt einmal Schatten, ist vielleicht auch noch mal schön mit dem Blick jetzt auf die Stadt zurückliegend. Ja, lass uns das doch mal machen wir probieren, als ob wir erstes da mal hinkommen. Ja. Ich muss mal eben. Soll ich Kannst du mal den kurz die was Kamera abnehmen? Ja, halten? klar. Einmal. Oh, jetzt habe ich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe hier. Du schaffst das. Ist nämlich gerade schon ein Router wegen Hitze Oh, okay. abgeraucht. Aber ich glaube noch läuft es. Nur mein Chat ist jetzt weg. Aber egal. So, ich filme mal ein bisschen nach oben, dass wir hier nicht ganz so viele Menschen drauf haben. Da sehen wir die Wasserrutsche. Aida Ja. Racer heißt die ja hier. Für klein und groß, also nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene durchaus geeignet, im Reisepreis enthalten. Kannst du auch mal ausprobieren. Hast du eine Badehose dabei? Ja, Ja, dann sehe ich dich da schon rutschen. aber das wird nichts mit dem Livestream. Nee, das stimmt. Ja, also die Sonne ist gerade eine echte Herausforderung. Ich glaube, kann sein, dass wir gerade ein bisschen Probleme mit dem Stream haben. So. Jetzt versuche ich erstmal in den Schatten zu kommen. Ja, so Hier ist sollte es besser gleich sein. Ja. besser, Ja. gleich War besser. aber auch warm da. Oh. Ach, guck mal hier, kann man super nach Waltershof reingucken. Guck mal, da liegt gerade eine Evergreen. Doch, hier mit dem Schatten ist super. Was für ein cooler Blick. Der Wind kühlt jetzt die Geräte wieder. Ja.
Absolut. Ja, da liegt auch rechts die CMA CGM Sen. Ganz neues Schiff, Ja, auch 400 Meter lang. super beeindruckend, ja. Ja, fährt mit LNG. Relativ modernes Schiff. Ah, der Hafenlots ist weg. Ja, und hier rechts jetzt gleich haben wir ja das Bubendei-Ufer. Das ist ja so ein bisschen meine Hut. Okay. Ich finde, das ist immer noch mal ein schöner Moment hier, dann die Stadt wirklich in die Ferne ziehen zu sehen. Und ja, zu wissen, dass wir jetzt erstmal 11 Tage was anderes erleben. Das ist ein Megablick. Ja. Ja, der ist gebunden irgendwo. Ja, ich habe gehört, essen kann man eigentlich fast rund um die Uhr. Fast. Also genau, irgendwie ja. nachts gibt es mal eine Pause von ein paar Ja, Stunden. nachts gibt es eine Pause, tagsüber Ja. hier und da auch immer mal wieder, aber es ist fast durchgehend immer möglich, irgendwo zu essen. Es gibt so viele Restaurants hier an Bord. Aber da können wir in den nächsten Tagen auch noch mal ein bisschen drüber quatschen, welche Konzepte es hier an Bord gibt, was enthalten ist, was nicht enthalten ist, was Buffet ist, was mit à la carte Service ist. Gibt es einiges an Infos. Das besprechen wir alles noch. Oh, jetzt fahren wir hier durch unsere Heckwelle. Also Brigitte hört man immer noch pfeifen. Das ist super, wenn es regnete, der jetzt nicht lange hier drauf ist, stand das natürlich gewesen. Ja, abends. Fjord. Ja, da hat gestern und vorgestern noch geschneit. Waren von Minus gerade. Am Geirer war gestern und vorgestern hat es geschneit. Ja, wir werden auch nachher noch bei dem Dennis an der Elbcam vorbeikommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo der steht. Ich glaube am Lühr-Anleger. Der macht auch einen Livestream. Ach, von Land aus dann? Ja, ist ja, auch cool. genau. Ja. So, jetzt gleich irgendwann muss die Barkasse aber umdrehen. Wobei, ich glaube, bis Blankenese dürfen sie fahren. Aber über die Landesgrenze hinaus dürfen sie, glaube ich, ja, nicht. okay. Ja. Ich habe einen dicken Anorak, ich habe die Weste, die lange Weste mit den Steppweste. Aber ich habe euch gesagt, warme Sachen, Mütze, Schal, Handschuhe, alles mit. Ja, Mütze. Da habe ich aber gedacht, dass sie sind ja eingepackt hat. Es hat geklappt mit den Wanderhosen, sind beide gekommen. Dafür noch eine Hallo. Thermounterwäsche. So, der Router möchte tatsächlich gerade nicht. Also ich habe jetzt nur noch eine Leitung momentan. Der muss erst mal einen Moment abkühlen. Ach, Wahnsinn, so heiß Ja. heute. Ja gut, ich habe noch Leggings dabei, die kann ich drunter ziehen. Das ist Angelika, war das, ne? Ja. Jo. Und die Elke. Ihr wart gestern noch im Chat. So, da haben wir jetzt auch mal aus dieser Perspektive den Anleger Bubendei-Ufer. Quasi meine zweite Heimat. Nein, aber hier Und die Barkasse mit Brigitte dreht ab. Oh ja. Also ich bekomme hier auch von den Kollegen aus dem Kreuzfahrtstudio tatsächlich gerade die Mitteilung, dass sie auch zuschauen. Also ganz liebe Ja, Grüße sehr dann cool. nochmal ins Kreuzfahrtstudio. Hier haben wir das Seemannshöft, wo die Lotsenstation drin ist. Ich glaube, die Hamburg Linesmen haben da auch ihre Dispo drin, die Festmacher. Ja, dann kommen wir ja noch an Wedel vorbei. Da ist ja
auch oft immer noch mal Stimmt, ja. ein bisschen Begrüßung. Ja, ich habe jetzt leider, da der Router ausgefallen ist, auch keinen Chat mehr. Ach so. Das ist okay. alles mit ausgefallen. Ich habe da nicht dran gedacht, ich hatte den zu lange in der Sonne liegen. Hätte den von Anfang an schützen müssen, aber in ein paar Minuten wird er wieder gehen. Genau, Frankie schreibt, gleich wenn der Stream zu Ende ist, knallen in Bielefeld die Sektkorken. Chef ist out of control, Tja. out of range. Aber wichtig natürlich, klar, wir haben den Bielefelder Heimatbezug, aber wir sind ja, das habe ich zu Beginn auch mal ein bisschen falsch kommuniziert, wir sind ja deutschlandweit und überregional und darüber hinaus ja sogar auch erreichbar für unsere Kunden und haben ja auch Kunden im ganzen Land verteilt. Zu Beginn habe ich immer gesagt, ne, hier wir in Bielefeld und so weiter, und da habe ich immer wieder auf den Schiffen gehört, Ja. Wir hätten ja gerne bei dir gebucht, aber wir dachten, wir müssen dafür nach Bielefeld kommen, aber das ist ja auf keinen Fall so. Also egal wo im Land, wir sind ja digital auch immer erreichbar. Ist ja auch gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, eben, genau. Aber das wurde einfach falsch verstanden zu Beginn. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen loszukommen von dem regionalen Bezug. Jeder ist immer in Bielefeld natürlich herzlich willkommen. Aber wir sind ja per Website, per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp, alles Mögliche täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar. Und es ist übrigens auch jetzt noch, man mag es kaum glauben, diesen Sommer verdammt viel frei auf den Schiffen. Also was heißt verdammt viel? Aber es gibt echt noch Möglichkeiten, kurzfristig auf die Schiffe zu kommen. Kann man da ein Schnäppchen reißen? Ja, teilweise schon. Also es gibt wirklich ein paar Tipps, auch die Adria zum Beispiel noch sehr gut möglich. Rund um Dubrovnik, Kotor, Montenegro, da die Ecke, das ist auch wunderschön, auch für Familien super interessant. Aber auch hier ab Hamburg zu fahren. Es gibt wirklich noch gute Angebote für diesen Sommer. Ob jetzt AIDA, mein Schiff, was auch immer. Gern Bescheid sagen, wenn da Interesse besteht. Da kommt gerade ein kleiner Tanker an. Und Hat rumgedreht. ja, hier kann man dann mal nach Finkenwerder schauen. Gleich schauen wir auch noch auf die Start- und Landebahn von Airbus. Ja. Vielleicht kommt ja ein Beluga. Was macht das jetzt mit dir, deine Heimatstadt hier so zurückzulassen? Ja, ich genieße das gerade, weil ich den Blick von hier oben vom Schiff einfach total toll finde. Das ist einfach so schön. Kann ich verstehen. Also ist wirklich traumhaft. Ach, ein Beluga ist gerade vor Buxtehude, schreibt jemand. Aber ich glaube, also vorhin ist schon einer Richtung Norden gestartet, dann würde der wahrscheinlich auch Richtung Norden landen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ziehen wir auch dann irgendwann in meine Kabine um und bauen da die große Kamera auf für den Rest der El-Passage. Ja, ist ja auch wirklich perfekt gelegen. Vorne Ja, ja. nach Ich draußen, wollte jetzt Kapitänsblick. Aber zum Ablegen ist ja natürlich zum jetzt sehr Ablegen schön musst gewesen. du hier draußen sein. Ne? Ja. Die Landebahn müsste jetzt auch zu sehen sein. Ja, die Also- müsste jetzt jeden Moment. Ich habe nur gerade etwas Angst davor, wieder in die Sonne zu gehen. Aber wir können ja mal hier rüber gucken. Ja, gerade perfekter Blick im Recht. Da kommt Da tatsächlich kommt- gerade ein Beluga. Kommt runter, ja. Da. Also ist das wirklich ein Beluga oder irgendein anderer Ja, Flieger? das sieht sehr danach aus.
Das ist zu weit reingezoomt. Oh. Dann wäre etwas zu früh für gewesen. Ja, wir hätten 2 Minuten später kommen müssen. Entweder wir zu früh oder der Beluga ist zu spät. Ja, sehen wir jetzt leider nicht so schön, aber naja, immerhin, ne? Vielleicht kommt er gleich noch mal beim Ausrollen hier. Ja, ist auf jeden Das Fall sieht so Beluga. langsam aus, Ja. wenn die reinkommen. Jetzt kommt er gleich. Jetzt hört man ihn auch ein bisschen. Tobi, das ist ganz selten. Tobi ist ganz selten, dass man den landen sieht. Schon beeindruckend, dieses Das Flugzeug. ist wirklich beeindruckend, ja. Boah, Sonne ist gnadenlos heute. Ja. Gnadenlos. Ich muss wieder etwas in den Schatten. Gucken. Da sieht man ihn noch mal sehr gut jetzt gerade. Ja. Da ist er nochmal. Jetzt wird er gleich wenden. Jetzt. Ja. Er dreht aber über Backbord, ne? Nee, ach nee, der holt aus, der fährt ein Stück Ja, nach links ja. rüber und dreht dann rechts rum. Ich finde, das ist ein sehr cooles Flugzeug. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Also viele fragen ja immer, wie kann es sein, dass ein Flugzeug fliegt, aber bei dem kann man sich das insbesondere fragen, finde ich. Ja, vor allem finde ich, sehen die Triebwerke so klein aus. Ja. Der Luftwiderstand muss ja ein Vielfaches sein von einem normalen Flugzeug.
Kann ich dir noch mal einen Moment die Kamera geben? Ja, Ich will mal gucken, klar. ob ich hier wieder was repariert bekomme. Meinen ganzen... Ah, jetzt geht auch mein Chat wieder. Perfekt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Handy auch wieder verbunden kriege mit dem WLAN. Kann sein, dass das Bild gleich mal kurz weg ist. Ja, jetzt haben wir wieder 2 Leitungen. So, Christoph schreibt, die MSC Germany ist nicht mehr weit weg. Was heißt nicht mehr weit weg? Also die müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Ich finde den Kommentar super. Kamerakind Fabian macht das auch toll. Ja, ganz hervorragend machst du das. Aber ich meine, du hast ja auch einiges an Kameraerfahrung. Ja, klar. Du hast ja auch schon jede Menge YouTube-Videos gemacht. Hunderte und YouTube-Videos auf dem Kanal. Dann ja. mit der Zeit kriegt man da ja einfach ein Gefühl für. Genau, ja. Aber fand ich gerade witzig zu lesen. Ich gucke gerade mal, wo die MSC Germany ist. Ja. Also Wede liegt jetzt genau in der Mitte gerade. Wir sind Okay. hier. Ja, ich hatte ja gestern schon ist mal da. so gewitzelt, vielleicht treffen wir sie genau in Ja, Wedel. und das wird wohl so sein, so wie es aussieht gerade. Das ist auch immer schön da mit dem Ja. Leuchtturm. Wir können doch auch mal hier auf diesen Skywalk gehen, oder? Hat relativ gut gefüllt. Ich weiß nicht, ob da Ist noch noch Platz voll, ist. ne? Wobei, da geht es eventuell sogar. Ja, können wir mal probieren. Ja, da stehen doch einige Menschen. Nee, das ist doch relativ voll. Okay, ja. Ich glaube, das bringt nichts. Ach, guck mal, da ist ein Fischer. Ein Fischkutter. Oh ja. 2 Stück sogar. Weißt du, was sich hier gut fangen lässt auf der Elbe? Ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht, deswegen hatte ich gehofft, dass Stint. du es weißt. Nee, ich weiß es nicht. Aber vielleicht weiß das jemand aus dem Chat und kann da unterstützen. Ich habe neulich seit schon 3 Zentimeter entfernt. Ich war mal 1,68. Und wir sind immer im Fitnessstudio auf der Körperanalyse. Das war schon 1,61 Jahre mit dem Rumpf schon. Das Problem ist, wenn wir jetzt auf meine Kabine gehen würden, da knallt auch voll die Sonne Oh ja, rein. das stimmt. Das Also, stimmt. Und der Wind kommt von hinten aus. Ne? ja, also hier hinten ist es gerade Das am heißt, besten. Ja, vorne ist viel Sonne und wenig Wind. Da vorne, wenn die Sonne ist, dann Das heißt, es ist warm. Guck mal, hier kann man auch noch mal Niederlachtsherzchen. keinen kleinen Blick zu Airbus rüberwerfen.
Blankenese auch gerade sehr schön hier auf dieser Seite. Ja, Sieht auch super, super aus. ich warte mal, bis wir dran vorbeigefahren sind und ich das hier so ein bisschen übers Heck filmen kann. Ich gehe mal gerade ein Foto da machen. Dann kommst Ja. du wieder. Hier sind nämlich die Häuser. Alles da siehst du die Häuser. Das ist Blankenese. Weiße große So, ich gucke noch mal, ob ich hier doch mal nach Blankenese rüber filmen kann. Treppenviertel, einfach schön. Maike! Drück dich! Geil. Hast du mich jetzt gesehen? Da oben auf dem Berg, da gibt es auch ein nettes Restaurant, der Sülberg. Ist traumhaft, oder? Ja, Also- früher war das ja, also waren das klassisch hier so viele Kapitänshäuser, Ja. die so in den Berg gebaut wurden. Mittlerweile ist das natürlich hier. Im Chat hat es gerade jemand geschrieben, das Monaco von Hamburg. Ja, Waren gerade das- einige am Winken. Also ich stand ja gerade auf dem Skywalk. Vielleicht haben es manche auch gehört im Stream, dass da einige ganz aufgeregt waren. Kommen auch schon die ersten E-Mails hier bei uns, wo steht PS, ich schaue gerade den Livestream von Hamburg Hafen Live Ja, ist mit doch toll. Anfragen. Also freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr euch dann bei uns auch meldet, wenn es um eure Reiseplanung geht. Also das ist schon malerisch, kann man sagen, oder? Ja. Das ist wirklich perfekt. Einen schönen guten Abend, liebe Gäste. Wir bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Die Verteilung der Gepäckstücke auf Ihre Kabinen ist beendet. Ich wiederhole, die Gepäckverteilung ist beendet. Wir wünschen allen Gästen einen schönen ersten Abend an Bord und einen angenehmen Urlaub an Bord von AIDA Prima. Aber kannst du die Miniere auspacken? Könnt ihr nicht jeden Tag Also ich würde jetzt sagen, dass dieser Stream hier noch läuft, bis wir die MSC treffen. Ja. Und dann werde ich mal überlegen, ob ich dann mal gucke, ob ich umziehe und den bei mir in der Kabine aufbaue und dass wir da dann vielleicht noch bis nach Cuxhaven raus was streamen können. Aber das ist jetzt so der aktuelle Plan. Ja, ist doch gut. Ich glaube, es wäre auch zu riskant, jetzt das Unterbrechen mit der MSC, dass wir es bis dahin Nee, wieder das, aufgebaut nein, kriegen. nein, das würde ich nicht machen. Außerdem, wie gesagt, die Sonne knallt auch bei mir auf den Balkon. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Das ist auch nicht so einfach. Deshalb warten wir jetzt auf jeden Fall gleich, bis wir Wedel passieren und die MSC. Das muss jetzt auch echt schnell gehen. Also die ist jetzt noch Ja, so 10 20 nautische Minuten ja, oder 20, so. 30 20, Minuten, ja, also einen kleinen Moment dauert es noch. Aber 20 Minuten sind in der Schifffahrt, ist das ja schnell. Ja, das Ja, stimmt. beim Autofahren würde Das man sagen, stimmt. was kommst du mir jetzt mit Manövern Ja. in 20 Minuten? Aber das ist bei der Schifffahrt ja doch ein bisschen was anderes. Wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft hier. So, vielleicht darf ich noch mal Kamerakin Ja. Fabian die
die Lanze geben. Und ich mache nämlich mal Folgendes. Ich gucke jetzt nämlich hier nochmal in den Chat und muss noch mal ein paar Dankeschön raushauen, weil ihr uns so wahnsinnig unterstützt habt. Ich muss das jetzt einfach alles einmal nachholen. Egal, wie lange das dauert. Wir haben jetzt einfach ein bisschen Zeit. Und so, muss jetzt erstmal schauen, ob ich das hier irgendwie auf die Reihe bekomme. Also zumindest mal die letzten. Ich fange mal von hinten an und guck mal, wie weit ich komme. Leon ist seit 3 Monaten dabei. Dann der Tom, 2 Euro Superchat. Ralf, 8 Monate. Hendrik, 2 Euro. Stefan, 10 Euro. Sturmpappe, 4 Monate. Der Wilhelmsburger verschenkt einen Sub Oxy und 5er-Pack-Subs. Damein hat 16 Monate. Hendrik Köster, 2 Euro. Stefan Max, 10 Euro. Sturmpappe, 4 Monate. Der Wilhelmsburger. Ach nee, das war jetzt doppelt. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Oh, weil das wieder hier... Ich kriege einen Anfall. Springt immer hin und her. Egal. Damein hat 16 Monate. Oxy 5 Subs verschenkt. Frankie lässt 5 Euro da. Hessenblitz nochmal 5 Euro Superchat. Dann haben wir Nilsi mit 5 Euro Superchat. Fritz Let's Play hat uns geradet vorhin. Dann Jan Gräser, eine verschenkte Mitgliedschaft. Oh, ihr müsst mal einen Moment aufhören zu spenden oder die Nachrichten, diese hinterlegten, zu benutzen, weil dann springt bei mir jedes Mal hier diese Anzeige hin und her. Ich kann das nicht, ich kann leider nicht zurückscrollen. Das ist so ein bisschen gerade das Problem. Ich versuche es ja. So, wen hatten wir denn hier noch? Wo war ich denn eigentlich? Jan Gräser, eine verschenkte Mitgliedschaft. Mike 2,49, Ankerbengel 5 Euro, René 20 Monate, Thomas 5 Euro, Sascha 15 Monate, vor Papa Whisky 15 Monate, Chrissy lässt 2 Euro da, Andi Borchert lässt auch 5 Euro da. Dann haben wir den Micha mit einer verschenkten Mitgliedschaft, Mr. Sortex 6 Monate, der Nordlicht lässt 20 Euro da, Alex 2 Euro. Jens Ken 2,49, der Frankfilm 10 Euro, Jens Peter 2 Euro, Virtual auch 5 Euro, Rosenkerl, Rabbit und Thomas Seifert jeweils 100 Bits, dann der Quartz 3 Monate, Seren und Schwarzbart Jürgen, beide in 5er-Pack Subs, 07 Slevin 3 Monate mit dem Prime Sub, Super Felix Twitch neu dabei auf Twitch, dann Eggy 15 Euro, Big Panda 20 Monate und es ist schon wieder verrutscht. Leute, ganz, ganz dickes Dankeschön, ein fettes Dankeschön, aber ich kriege es einfach nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich kann nur einfach 1000-fach Danke sagen. Vor allem Danke für fast 5000 Zuschauer. Soll ich wieder nehmen? Ja. Ja. Ja, guck mal, jetzt hat er zum Beispiel auch gerade ein bisschen irgendwas komisch, hat er jetzt ja. gerade gelockt. Genau, der hat irgendwas, trackt er jetzt gerade. So, War nämlich auch gerade schon verwundert. Genau, der hat irgendwo einen Menschen erkannt. Und Aber bin ich ja froh, dass es nicht an mir lag, wenn du auch... ja, der Gimbal, der spinnt manchmal. Oh. Ich krieg's jetzt gerade selber nicht abgeschaltet, dieses Tracking. Doch, jetzt ist es, glaube ich, aus. Ja, der macht manchmal komische Sachen. Aber es wird langsam etwas leerer. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Wird gleich Zeit für einen kleinen Drink, oder? Ja, warum nicht? Bei den Temperaturen kann das immer gut tun. Aber ich glaube, erst sollten wir noch auf die MSC warten. Ja. Sehr verehrten Gäste, hier spricht noch einmal Ihr Kapitän. Ja, wir haben jetzt ungefähr so 12 Minuten mal eine relativ interessante Schiffspassage. Ja, auf der Elbe, die MSC Germany läuft hier nämlich gerade ein und für alle Schifffahrtsinteressierten, es wird dann gleich mal kurz dunkel auf unserer Backbordseite. Die MSC Germany ist hier quasi ein Neubau der Reederei MSC auf dem Weg jetzt hier in den Hamburger Hafen, wo sie dann am Samstag offiziell getauft wird. Das Ganze dann an den Landungsbrücken im Rahmen des Yellow Festivals. Das Schiff ist 366 Meter lang, 51 Meter breit. Insgesamt bietet das Schiff dann Platz für 16.000 Container. Und wie gesagt, ja, so in ungefähr 10 bis 12 Minuten passieren wir das Schiff ja auf unserer Backbordseite. Sicherlich auch nochmal ein beeindruckender Start hier. In diesem Sinne, einen guten Appetit in die Restaurants und dann
sagen, vielleicht nochmal einen Blick nach Backbord herauswerfen. Vielen Dank. Ja. Also 10 bis 11 Minuten. Ich werde noch einen kleinen Moment hier im Schatten bleiben. Und wenn sie dann gleich kommt, dann gehen wir auf jeden Fall rüber. Ja, richtig, richtig cool. 366 Meter ist ja dann doch nicht so viel für ein Containerschiff, ne? Aber 400 haben die doch sonst. Ja, aber die haben jetzt angefangen, wieder zu reduzieren? Ein bisschen zu reduzieren, weil natürlich die Häfen auch teilweise nicht mitwachsen können. Okay. Ne? Und in letzter Zeit werden sehr viele Schiffe gebaut, die nicht mehr unbedingt die 400 Meter haben, sondern eher so 350, 366 Kapazitäten um 15, 16, 17.000 Toy. Okay. Interessant, dass es dann doch wieder den Schritt auch zurück gibt. Ne? Also nicht immer nur größer, weiter, schneller, sondern auch mal die Vernunft, die dann sagt, okay, es macht dann doch nicht Sinn, jetzt nochmal einen draufzusetzen. Ja, also man muss diese Schiffe ja auch auslasten. Ja. Ne? Das ist es ja. Und teilweise haben die Reedereien dann ja auch ihre Dienste umsortiert. Also im ersten und Hapag-Lloyd haben das gemacht. Die ganz großen Hapag-Lloyd-Schiffe kommen zum Teil gar nicht mehr nach Hamburg. Die fahren jetzt nur noch die ganz großen Häfen an. Also die haben hier in Europa 2, 3 Häfen und dann in Asien und dann verteilen sie weiter. Ja, und vorher hatten die zum Beispiel, wenn sie nach Europa gekommen sind, haben die 5, 6 Häfen angelaufen. Das machen die jetzt auch nicht mehr. Ne? Das ist so, dass sie mit den ganz großen Schiffen die richtig weiten Strecken überbrücken und dann wird halt mit kleinerem verteilt. Ja, ich glaube, die MSC Germany ist ein toller Anblick, weil die natürlich auch voll ist mit gelben Containern. Für die Taufe haben sie die halt ein bisschen aufgehübscht. Das sieht richtig gut aus. Und ich glaube, von der Perspektive wird das hier gleich auch ganz cool sein. Wahrscheinlich wird sich gleich alles auf der Backbordseite sammeln. Wir können ja mal so ein bisschen darüber gehen, ob wir da irgendwo ein Plätzchen bekommen. Oh, das ist natürlich knalliges Gegenlicht jetzt gerade. Aber mal schauen, ob wir irgendwo noch gleich eine Lücke finden. Das hier wird hier richtig. Oder da wurde gerade frei. Ja, hier ist doch gut. Ja, ich bin gerade am gucken, ob wir nicht hier irgendwo noch mal ein bisschen Schatten finden. Und zwar erstmal, bis sie kommt, hier unter der Rutsche. Ja. Ne, gehen Sie ruhig durch. Alles gut, danke. Noch sieht man sie jedenfalls nicht. Ist noch um die Kurve rum. Ah, ist noch eine Kurve. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir noch einen Moment Zeit. Genau. Also ich bin ja schon oft raus hier in Hamburg mit dem Schiff, aber so schön wie es heute ist, das ist echt selten. Also hast du ganz, ganz großes Glück. Habe ich mir gut ausgesucht, ja. Oder? Alles so bestellt. Genau. Und es geht ja auch so weiter. Morgen sieht es sehr gut aus und übermorgen, Flom, perfektes Wetter. Und dann könnte es ein bisschen kippen irgendwann. Ja, da schauen wir mal noch. Aber da hoffen wir mal, dass die Wettervorhersagen einfach... Da essen wir die Teller gut auf und dann wird das schon. Ja. Müssen wir noch ein bisschen Wasserrutsche fahren. Ja. Aber gerade auch für den ersten Hafen ist es auch wirklich toll, dass das Wetter so gut ist. Weil so tief wie da kommen wir sonst nicht mehr rein während der Reise. Wir kommen um 11 Uhr ja auch erst an. Das heißt, wir haben vormittags die ganze Zeit alles zu beobachten. Also wir haben eine richtig lange Landschaftsfahrt. Also ich glaube 6, 7 Stunden auf jeden Fall. Boah. Das heißt, wenn du die ersten Kilometer Fjordfahrt oder Seemeilen schon mitmachen möchtest, dann musst du echt früh aufstehen. Was heißt das? 5, 6 Uhr? Ja. Sonnenaufgang? Also, ja, aber Sonnenaufgang wird noch früher sein. Das Gute ist, ich kann ja die Kamera anschmeißen bei mir auf der Kabine und dann kann ich mich wieder hinlegen. Ja, das ist natürlich praktisch. Sonnenaufgang wird ja dann schon viel früher sein, weil
die Sonne da oben ja immer später untergeht und früher aufgeht. Ich gucke mal gerade, was für Flom jetzt so eingetragen ist gerade. Ach, auf der Elbcam sind wir jetzt zu sehen. Auf der Elbcam. Ich weiß gar nicht, wo der Dennis jetzt genau steht. Er hatte gesagt Lühe-Anleger. Aber wahrscheinlich sind wir noch nicht auf seiner Höhe. Also Sonnenaufgang, nur dass du es mal gehört hast, 3:58 Uhr, Sonnenuntergang 23:06 Uhr. Ja, durchmachen, ne? Wenn wir noch nördlicher kommen, ist dann irgendwann 3:30 Uhr Sonnenaufgang und 23:30 Uhr Untergang. Aber fürs Filmen ist es natürlich Ja, eigentlich ganz perfekt. gut. Stell dir Ja. vor, wir hätten jetzt irgendwie im Winter 16 Ja. Uhr stockduster. Das ist auch gemütlich, habe ich auch schon 2-3 Mal gemacht. Aber ganz was anderes. Also wirklich ganz was anderes. Guck noch mal um die Ecke. Kurz hinter dem DLRG-Anleger steht der Dennis. Ich hoffe, den erwische ich oder den erkenne ich. Ist noch nicht zu sehen. Ja, jetzt müsste man wahrscheinlich vorne raus gucken. Nein, ich streame keine 24 Stunden, ihr Lieben. Ich muss erst mal gucken, wie wir das mit der Stromversorgung und allem machen. Ich muss nachher mal aufbauen. Also ich denke, ich werde es so machen, wenn wir jetzt hier da vorbei sind, Wedel, dann die MSC und bei Dennis, dass ich dann mal alles aufbaue auf dem Balkon. Ja, und dann im Prinzip noch so die Ausfahrt, ne, bis nach Cuxhaven so ein bisschen. Zwischendurch holen wir uns dann mal einen Snack. Vielleicht kommt Fabian nachher noch mal runter. Dann setzen wir uns da ein bisschen auf den Balkon, machen einen kleinen Sundowner. Entschuldigung, Ne? liegen Sie hier oder stehen Nee, Sie wir stehen hier nur. Sie können sich gerne hinlegen, wenn Sie möchten. Super, alles Wir klar. machen mal ein bisschen Platz. Nee, ihr könnt ruhig. Alles gut, alles gut. Wenn das So, nicht was stört, ist das? dass wir stehen, können Sie liegen. Nee, wir wohnen da nur. Ach, guck mal, der Micha ist da. Da. Wir haben hier was. Die kommt langsam in Sichtweite übrigens, die MSC. Kommt in Sichtweite. Ja, aber dauert noch ein Momentchen. Ja, wir wollen gleich ein bisschen filmen. Ja. Aber ist kein Problem. Also Ja? Nein, alles gut. es könnte natürlich sein, dass Sie unser Gesabbel stört, wenn Sie da liegen. Nee, mich stört auch keine Sache. Was kommt denn da so Interessantes? Da kommt gleich ein 366 Meter nagelneues Containerschiff, was komplett mit gelben Containern beladen ist für die Taufe. Ja, ja. Und die kommt jetzt hier in wenigen Minuten Okay. genau hier vorbei. Ja, super. Also es lohnt sich hier schon noch ein paar Minuten Ja, wir zu bleiben warten. Auf jeden Fall. Wir machen hier. das, wenn euch das nicht stört, wir sind zu viert, dann haben wir 4 Minuten mehr. Ja, genau. Micha. Ja, So, geht los, ihr Lieben. Da kommt der Gerät. Der kommt dann hier hoch. So, erstmal. Andrea. Ne? Ja, ich möchte nur einen Radar. Komm, Hornbattle. Ja, mach das. Ich gehe im Schatten. Ja, ich muss im Schatten. Ey, AIDA muss doch eine MSC, muss doch ein Germany-Schiff grüßen, oder? Bestimmt, das denke ich auch. Jetzt gibt es die andere Seite. Ja. Boah, ich finde, das sieht ganz schön dicht aus, findest du nicht? Ja, das täuscht vielleicht gerade noch ein bisschen durch die Perspektive. Ja, aber ja, das täuscht mit Sicherheit, aber Stell die dann einfach mal so ein bisschen hier. Vorsicht, kommt vielleicht mal einen Schritt zurück, dann können die Liegen hier gut aufbauen. Weil die wollen so. die zu viert nebeneinander hier. alles So klar. ist, glaube ich, besser. Der Paddy ist mal wieder im Weg. Einfach ein bisschen die Quanten hochnehmen. Ja, mach ich nämlich jetzt auch. Nach hinten raus mit dem Licht sehen wir sie gleich eh besser. Ja. So lange auf die Beine gewesen, ja. Ja, genau, Außenspiegel einklappen, das wäre eine gute Idee jetzt. Ups, nein, falsche Kamera. So rum wollte ich doch. Das
ist ja interessant, auch vorne die Konstruktion. Ne? Kannst du mal gleich so 2, 3 Fotos mit dem Handy machen? Ja, klar. Sieht ja doch anders aus als andere Schiffe, die... Ja, auch es hat kürzlich halt gebaut vorne haben. dieses charakteristische Windschild. Ja. Ne, sieht also wirklich, ich finde, es sieht schon fast so ein bisschen böse aus. Ja, Ein stimmt. bisschen unheimlich. Das ist aber auch wirklich schwieriges Gegenlicht für Fotos und Videos Ja. gerade. Da ist sie, die MSC Germany. Niegelnagelneu. Boah. Ist geil, oder? Ja. So sauber noch, ganz Das ist doch geil. frisch aus. Wo wurde die gebaut, weißt du das? Nee, kann ich dir nicht sagen. Boah, ist das cool. Was für ein Anblick. Ja. Das sieht man wirklich nicht oft. Ja, ich habe vorhin nur MSC gehört. Ich habe gedacht, ich habe Passagierdampfer. Dann habe ich im Nachhinein noch Containerschiff gehört. Ja. Nochmal schnell nach hinten. Vielleicht gibt es da noch einen Blick. Habt ihr eigentlich vorher noch was gegessen, Schatz? Ich würde eigentlich gern da rein. Ah, ist dann aber doch ganz schön schnell, wenn die Schiffe beide in unterschiedliche Richtungen fahren. Da kriegt sie ihren Schlepper, den Escort-Schlepper. Jetzt hupen wir auch noch mal, weil ein bisschen verzögert. Ich glaube, das ist für Wedel, Ja. fürs Willkommenhöft. Wenn Schiffe das erste Mal nach Hamburg kommen, bekommen die ja alle eine Sonderbehandlung, ne? Von der nautischen Zentrale auch. Die müssen bei jedem Schiff müssen die gucken, wie verhält sich das in der Strömung, bei Anlegemanöver und. Und selbst wenn Schiffe baugleich sind, auch ein baugleiches Schiff, Okay, krass. wird dann nochmal speziell drauf geguckt. Ne? Boah, ist schon ein cooler Anblick, ne? Mit Hamburg im Hintergrund. Ja, absolut. So, jetzt müssen wir gleich noch mal zur Seite rüber gucken. Da steht der Dennis. Mach weiter so. Danke, danke. Danke. Mal gucken. Ja. Auf der anderen Seite ist die Musik auch zu hören von Wedel, ne? Stimmt, das Willkommenhöft ist gerade die italienische Nationalhymne. Ja. Jetzt können wir ja da noch mal hinfilmen. Ne? Da haben wir das Willkommenhöft.
Ich mag ja die italienische Nationalhymne. Ich habe das ja immer geliebt, als ich Formel 1 geguckt habe, Michael Schumacher im Ferrari. Ja. Und dann, wenn er gewonnen hat, die italienische Nationalhymne. Hat auf jeden Fall Für was. Ferrari fand ich immer klasse. Ja. Ja, wir werden jetzt gleich noch mal rüberschauen zum Lühe-Anleger. Da muss irgendwo der Dennis sein. Und dann, wie gesagt, werde ich erstmal ein Päuschen machen und nachher dann noch mal, beziehungsweise dann mal alles aufbauen bei mir in der Kabine und gucke, dass ich da noch mal den Stream starte. Ja, jetzt ist gerade die Frage. Hier sind wir übrigens jetzt auf diesem Skywalk. Jetzt können wir mal filmen. Hier sind gerade. Nur für Schwindelfreie, denn hier geht es echt weit runter. Unter uns fast Wasser. Es ist eher jetzt erstmal das Lanai-Deck, das ist das seitliche Sonnendeck unten, das AIDA Prima hier nochmal zu bieten hat, wo sich dann auch nochmal Außenbereiche vom Restaurant zum Beispiel befinden. Aber das ist schon spektakulär. Und hier hinter der Glasfront befinden sich dann noch die Panoramaaufzüge. Gut, dass die Scheiben nicht geputzt sind. Ja. Oder da sind gerade schon zu viele Menschen drüber gelaufen. Wollen wir mal den Leuten auf AIDA kein Unrecht tun? Die hatten alle dreckige Schuhe, die da im Auslaufen standen. Aber schau mal, der Ausblick ist natürlich echt toll. Ja, das ist jetzt. Das sind ja hier die Balkonkabinen, die man hier auch so ein bisschen sieht. Für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel Kreuzfahrterfahrung haben, ist es ja möglich, auch einen eigenen Balkon zu haben, so wie du es ja hast, wie ich es habe. Also vor der Kabine nochmal einen Außenbereich, der einem dann privat gehört. Es gibt ja auch Innen- und Außenkabinen, wo das nicht der Fall ist, aber das ist hier das Übliche. Also es gibt auch Außenkabinen, die keinen Balkon haben? Ja, mit Fenster dann sozusagen. Ah, okay. Das lässt sich dann aber nicht öffnen. Das heißt, wenn Frischluft gewünscht ist, dann immer eine Balkonkabine nehmen. Ah, okay, alles klar. Aber die meisten Kabinen, gerade auf dieser Schiffskasse, hängt immer vom Schiff ab. Es gibt auch Kabinen, da gibt es mehr Außenkabinen als Balkonkabinen. Aber hier ist es so, dass die meisten Veranda- und Balkonkabinen sind. Aber ich muss sagen, ohne Balkon jetzt, ich glaube, das wäre schon schade. Ja, definitiv. Also das wäre schon wirklich schade. Also gerade in Norwegen auch mit den landschaftlichen Passagen, morgens rauszugehen auf den Balkon, das ist einfach schön. Gut, es gibt natürlich auch Kreuzfahrten mit komplett anderem Konzept. Wenn ich so an Heavy Metal Cruises denke, vielleicht ist es da auch egal, ob ich das ist so, einen Balkon habe. Ja. Aber das wissen viele Erstfahrer eben auch nicht, ne? Dass eine Außenkabine zum Beispiel in der Regel nicht zu öffnen ist. Die denken dann, okay, ich habe ein Fenster, kann ich ja lüften. Nee, so, und dann an Bord ist dann, weil die sind dann in der Regel weiter unten und dann ist es eben sicherheitstechnisch auch nicht, wäre es nicht gut, wenn das Fenster zu öffnen wäre. Mario möchte wissen, wie das eigentlich mit den Rauchern an Bord ist. Also ich habe gesehen, es gibt hier ausgewiesene Raucherecken. Genau, ja. Bei AIDA darf auch auf dem Balkon geraucht werden. Also auf meinem eigenen Balkon darf ich rauchen? Genau, dürftest du rauchen. Das ist nicht überall so. Es gibt Reedereien, da darf auf dem Balkon gar nicht geraucht werden. Bei meinem Schiff ist es jetzt so, dass es im vorderen Bereich Nichtraucherbalkone gibt und der Rest des Schiffes ist dann ein Raucherbalkon. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber da gibt es halt auch vieles zu achten. Bei meinem Schiff zum Beispiel, wenn jetzt in diesem Tarif gebucht wird, wo man sich die Kabine nicht auswählen kann, und dann buchst du diesen Tarif, weil er günstiger ist, der aber sehr wichtig ist, auf dem Balkon rauchen zu dürfen, das ist ein Problem, weil dann kannst du halt zugeteilt werden im Nichtraucherbereich. Und das ist für manche dann schon echt eine Enttäuschung im Urlaub sozusagen, wenn das nicht möglich ist. Oder eine heilsame Erfahrung. Ja, oder so, genau, richtig. Ist ja immer Ansichtssache, aber das hören wir halt immer sehr häufig auch in den Beratungen. Viele wissen das nicht und deswegen weisen wir immer darauf hin. Und deswegen ist es immer gut, sich bei Experten zu melden, damit solche Fehler eben nicht passieren. Ja, nächster und letzter Stopp und dann noch einmal hier der Anleger, der Lühe-Anleger, da ist der Dennis, da winken wir gleich noch einmal rüber, da müssten wir dann auch auf der Kamera zu sehen sein. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Stream komplett beende oder ob ich ihn weiterlaufen lasse mit Wartebild. Der hat auch Spaß mit seinem kleinen Der Böckchen. hat Spaß, ne? Ja. Schön zum Feierabend noch mal eine Runde über die Elbe düsen.
Wir sollen wieder auf den Skywalk, da sind wir perfekt im Bild. Okay. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hingucken muss. So, ich weiß auch gar nicht, wo diese Elbcam steht. Ich winke einfach mal. Ich winke hier einfach mal ins Leere. Irgendwo steht da eine Kamera, eine Webcam. Ja, ich denke auch, dass ich einen neuen Stream machen werde. Weil ich brauche ja auch einen kleinen Moment, vielleicht auch mal einen Happen essen, mal einen Drink holen. Mann, schau eben, hier ist das Mutigste. Hier, da eine Weile zu stehen. Jetzt schreibt ihr, es dauert noch. Augenblick noch. Eben habt ihr geschrieben, ich stehe perfekt. Kann es sein, dass ihr alle auf unterschiedlichem Stand in dem Stream seid? Also du weißt nicht genau, wo das ist. Also da steht jetzt jemand? Also und da filmt steht uns, jetzt jemand, der Dennis, und der filmt uns. Ich weiß aber nicht genau wo. Mach doch mal bei YouTube, such mal nach Elbcam. Vielleicht können wir den Stream mal aufmachen. Elbcam, genau. Und da, genau, da ist, Live, genau. ja. Den mach doch mal auf. Ah ja. Da sieht man uns. Da jetzt sieht aber. man uns, ja. Ah, doch. Da hat er uns voll im Bild. Da muss das ja da sein. Ich vermute, dass da dieser Anleger ist. Ja. Da ist so ein Podest. Kann sein, ja. Ob sie unseren Tisch frei macht? Hier ist die Fähre Lühe-Wedel. Ja, man kann uns auf jeden Fall gut erkennen hier. Ja, ne? Ja. Komm, wir winken mal einfach. Egal wohin. Hier ist so eine... Ist doch interessant, wie zeitversetzt das auch ist. Also, Ja. man sieht das Winken und jetzt fangen wir an zu winken hier im Stream. Oh, guck mal, da sind noch ein Haufen Schafe. Oh ja. Er kommt mit Flatterband hinter dem DLRG. Ich weiß nicht mal, wo DLRG hier ist. Oder ist das hier DLRG, wo ich bin? Ist das... Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich vermute schon. Ich denke auch. Ich glaube, das hat ein bisschen was von Slapstick. Wie wir hier gucken, wo die Kamera ist. Ach so, ist noch gar nicht. Aber sieht ja auch perfekt aus hier, ne? Also super angeleuchtet gerade. Ja, vom Licht ist das jetzt super, wenn man von der Seite filmt, ne? Ja. Also das ist jetzt schon echt ganz cool. Das ist echt cool. Am Strand winken da welche. Ich sehe keinen Strand. Ihr müsst uns das am besten ansagen, wenn wir auch auf der gleichen Höhe sind. Weil wir gucken jetzt natürlich direkt gegen die Sonne. Die Sonne knallt aber Wenn wir auch. nach vorne raus Backbord gucken, gucken wir direkt gegen die Sonne. Also es müsste jetzt schon, da etwas Verzögerung drin ist, vermute ich, dass es da ist. Weil wir sind jetzt genau auf der Höhe hier gerade. Oder ist es vielleicht da? Da stehen wir. Oh,
Sorry, da stehen wir hier mit dem Fahrrad. Nee, das ist es nicht. Da ist er. Hast du ihn? Ja, warte, ich muss ihn. Da ist. ja. Da ist Flatterband Dennis. Wie lustig. Das Deichschaf Dennis. Da ist er. Ich habe ihn entdeckt. Moin Dennis. Ach, wie witzig. Wie witzig. Es hat was von einem Blind Date. Echt witzig. Ja, und hier kommt jetzt der Lyre-Anleger, ne? Ganz genau. Ja. Ja, ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt in eine kleine Pause gehen, weil so wahnsinnig spannend ist das jetzt hier auch gerade gar nicht. Ich glaube, die tollsten Sachen, die haben wir jetzt erstmal durch. Ich würde jetzt gerne in eine kleine Pause gehen, Drink holen, vielleicht einen kleinen Snack mal essen und dann würde ich mal gucken, ob ich das ganze Geraffel bei mir auf dem Balkon aufbaue, dass wir vielleicht dann noch die Passage raus, Cuxhaven, dass wir da vielleicht dann vorne raus ein bisschen filmen können. Also ich denke mal so, ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Dreiviertel Stunde, irgendwie sowas um den Dreh. In diesem Sinne erstmal, Leute, ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ihr so zahlreich jetzt hier eingeschaltet habt und dabei wart. Das ist echt megamäßig. Ein ganz fettes Dankeschön natürlich für die vielen, vielen Kanalunterstützer. Ich konnte es nicht alles vorlesen, so ist das eskaliert. Also ihr seid wirklich sensationell, muss ich sagen. Das ist echt abgefahren. Und natürlich einen ganz, ganz lieben Gruß an meine Frau, die ich jetzt leider 10 Tage nicht habe. Das ist eigentlich das Schlimmste. Und natürlich ein Dankeschön an unsere lieben Mods. Und danke an Fabian. Gerne. Ja? Danke dir, dass ich dabei Danke für die Kabine. Ja, danke, dass wir das zusammen machen können. Finde ich auch total cool. Ja, Und und das war ja nur der Anfang. Genau, richtig. Sehr schön. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch von mir. Und wenn ihr auch dann demnächst jetzt entweder spontan oder langfristig Lust darauf habt, meldet euch gerne bei meiner Crew und mir. Dann finden wir da auf jeden Fall das richtige Schiff, die richtige Kabine für euch und ihr profitiert ja auch von unseren umfangreichen Vorteilen. Freut Paddy, freut mich und so sind wir doch alle glücklich. Und schön, dass ihr dabei wart. Und dann geht's nachher weiter, ne? Genau. Würde ich sagen. Okay, ihr Lieben. Bis später. Tschüss. Bis dann.